Lektion 1: Leichtathletik-Spaß. Aber für die meisten Menschen ist Leichtathletik einfach eine unterhaltsame und gesunde Möglichkeit, sich zu bewegen. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und gleichzeitig die Natur zu genießen. Darüber hinaus ermöglicht es soziale Interaktionen und das Kennenlernen neuer Freunde. Ja. Der Gemeinschaftsaspekt ist einer der besten Aspekte der Teilnahme am Sport. Ich liebe es, wie es Teamarbeit und persönliche Leistung fördert. Genau. Jeder kann sich seine eigenen Ziele setzen und darauf hinarbeiten. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen jeden Alters gemeinsam Spaß an den Aktivitäten haben. Definitiv. Leichtathletikveranstaltungen bringen das Beste aus jedem heraus. Lassen Sie uns darüber nachdenken, einem örtlichen Club beizutreten, um es aus erster Hand zu erleben. Lektion 2: Diskussion über Handelsabkommen. Hallo. Haben Sie schon von dem neuen Handelsabkommen gehört? Ja, das habe ich. Es ist ziemlich bedeutsam, nicht wahr? Absolut. Es könnte die Dynamik des Handels zwischen Ländern verändern. Ich stimme zu. Die potenziellen Vorteile für die lokale Wirtschaft sind spannend. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich dies auf Preise und Verfügbarkeit auswirkt. Ja, und es könnten auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen. Ich frage mich, wie sich Unternehmen auf diese Veränderungen vorbereiten. Sie müssen sich schnell anpassen, um von der neuen Situation zu profitieren. Behalten wir die Entwicklungen in den Nachrichten im Auge. Lektion 3: Kardiokurse. Wir bieten jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr Kardiokurse an. Das klingt nach einem tollen Zeitplan. Es ist schön, eine Routine zu haben. Ja, Konsistenz ist der Schlüssel zum Erzielen von Ergebnissen. Ich stimme zu. Außerdem hilft es, eine feste Zeit zu haben, um uns zu motivieren. Genau. Ich genieße es, meinen Morgen mit einem guten Training zu beginnen. Ich auch. Es gibt mir Energie für den Rest des Tages. Planen Sie, regelmäßig an den Kursen teilzunehmen? Ja, ich denke, das werde ich. Es ist eine großartige Möglichkeit, fit zu bleiben und Leute kennenzulernen. Ermutigen wir uns gegenseitig, dabei zu bleiben. Lektion 4: Chancen in Südostasien. Südostasien bietet vielfältige Reise- und Geschäftsmöglichkeiten. Wie lange wollen Sie dort bleiben? Ich denke darüber nach, etwa 3 Wochen mit der Erkundung zu verbringen. Das klingt erstaunlich. Sie haben genügend Zeit, verschiedene Orte zu besichtigen. Genau. Ich möchte sowohl die Kultur als auch die Natur erleben. Sie sollten während Ihres Aufenthalts unbedingt die lokale Küche probieren. Ja. Ich habe so viel über das köstliche Streetfood gehört. Besuchen Sie auch einige Märkte. Sie sind lebendig und voller Leben. Ich werde. Ich kann es kaum erwarten, dass dieses Abenteuer beginnt. Lektion 5: Virtuelle Spieleabende. Ich habe in letzter Zeit virtuelle Spieleabende mit Freunden veranstaltet. Das hört sich nach einer Menge Spaß an. Wie richten Sie es ein? Es ist ziemlich einfach. Wir nutzen eine Online-Plattform, um uns zu verbinden und zu spielen. Das ist großartig. Welche Spiele spielst du normalerweise?
Quiz und Kartenspiele haben uns am meisten Spaß gemacht. Das macht Spaß. Es ist schön, eine Mischung aus Herausforderungen zu haben. Genau. Es beschäftigt und unterhält alle. Ich würde gerne irgendwann an einem Ihrer Spieleabende teilnehmen. Sie sind jederzeit herzlich willkommen. Je mehr, desto besser. Lektion 6: Kindheitserinnerungen. Julie liebte es in ihrer frühen Kindheit, mit ihren beiden jüngeren Halbbrüdern zu spielen. Das klingt süß. Geschwisterbindungen können so besonders sein. Ja. Sie verbrachten unzählige Stunden damit, gemeinsam Spiele zu spielen. Ich kann mir vorstellen, wie viel Spaß Sie gehabt haben müssen. Bald wurde sie berühmt, was alles veränderte. Es ist interessant, wie frühe Erfahrungen unsere Zukunft prägen. Absolut. Diese Momente der Freude sind oft das, woran wir uns am meisten erinnern. Ich frage mich, wie Ihre Kindheit Ihre Berufswahl beeinflusst hat. Es hat ihr wahrscheinlich ein Gefühl von Kreativität und Leistung vermittelt. Lektion 7: Kundenfeedback. Ja, es ist ein wertvoller Ansatz, regelmäßig Kundenfeedback einzuholen. Ich stimme voll und ganz zu. Es hilft dabei, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Genau. Den Kunden zuzuhören kann zu Produktverbesserungen führen. Und es zeigt, dass das Unternehmen Ihre Meinung schätzt. Absolut. Die Interaktion mit Kunden schafft Vertrauen und Loyalität. Darüber hinaus können daraus innovative Ideen für zukünftige Entwicklungen entstehen. Ich denke, wir sollten eine Umfrage durchführen, um mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist eine tolle Idee. Es wird uns wertvolle Daten liefern. Lassen Sie uns dies in unserer nächsten Teambesprechung besprechen. Lektion 8: Oreo-Sorten. Der beliebteste kommerzielle Keks der Welt gibt es mittlerweile in so vielen Varianten. Ja, dem Originalprodukt werden regelmäßig neue Oreo-Sorten hinzugefügt. Es ist erstaunlich, wie sie immer wieder kreative Geschmacksrichtungen entwickeln. Ich weiß. Es bleibt für Fans des Kekses spannend. Was ist bisher Ihr Lieblingsgeschmack? Ich mag die Minzsorte wirklich, es ist erfrischend. Das ist ein Klassiker. Ich bevorzuge die Variante mit Erdnussbuttercreme. Oh, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich muss es versuchen. Lasst uns irgendwann eine Oreo-Verkostungsparty veranstalten. Lektion 9: Projektzeitleiste. Wann rechnen wir mit der Fertigstellung dieses Projekts? Unser Ziel ist es, die App innerhalb von 6 Monaten auf den Markt zu bringen. Das ist ein vernünftiger Zeitplan. Sind wir bisher auf dem richtigen Weg? Ja, wir machen gute Fortschritte, aber wir müssen konzentriert bleiben. Ich stimme zu. Regelmäßige Check-ins tragen dazu bei, dass wir Rechenschaft ablegen können. Lassen Sie uns wöchentliche Treffen vereinbaren, um Aktualisierungen zu besprechen. Perfekt. So können wir etwaige Herausforderungen zeitnah angehen. Ich bin gespannt, wie die App zum Leben erweckt wird. Ich auch. Es wird für unsere Benutzer eine entscheidende Veränderung sein. Lektion 10: Influencer-Kooperationen. Erwägen Sie auch eine Zusammenarbeit mit Influencern? Ja, sie glauben, dass es uns helfen wird,
unsere Reichweite erheblich zu vergrößern. Das ist eine kluge Strategie. Influencer können mit einem breiteren Publikum in Kontakt treten. Absolut. Ihre Follower vertrauen oft ihren Empfehlungen. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Markenbekanntheit aufzubauen. Ich denke, wir sollten die richtigen Influencer identifizieren, mit denen wir zusammenarbeiten können. Ja, es ist wichtig, diejenigen zu finden, die mit unseren Werten übereinstimmen. Lassen Sie uns eine Liste potenzieller Kandidaten erstellen. Gute Idee. Durch Kooperationen könnten sich spannende Möglichkeiten ergeben. Lektion 11. Gesundes Gleichgewicht. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es bei einem gesünderen Lebensstil vor allem um Ausgeglichenheit geht. Absolut. Wir müssen sowohl Bewegung als auch Ruhe in unsere Routine integrieren. Ja, es ist großartig, sich selbst anzustrengen, aber Erholung ist genauso wichtig. Definitiv. Ohne ausreichend Ruhe kann unser Körper keine Höchstleistung erbringen. Ich finde, dass Pausen mir helfen, motiviert und voller Energie zu bleiben. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie viel uns eine kleine Auszeit wieder aufladen kann. Stellen wir sicher, dass wir unsere Trainingseinheiten so planen, dass sie Erholungstage einschließen. Tolle Idee. Auf diese Weise können wir unsere Fortschritte aufrechterhalten, ohne auszubrennen. Ich bin gespannt, wie dieser ausgewogene Ansatz für uns funktionieren wird. Lektion 12. Gemeinsam einkaufen. Tolle Idee. Ich komme zu Ihnen in den Laden. Sicher. Es macht immer mehr Spaß, gemeinsam einzukaufen. Ich stimme zu. Außerdem können wir uns gegenseitig dabei helfen, die besten Angebote zu finden. Genau. Beim Einkaufen sind 2 Köpfe besser als einer. Welche Artikel suchen Sie? Ich brauche ein paar Lebensmittel und vielleicht ein paar Dinge des täglichen Bedarfs. Ich könnte ein paar Snacks und Getränke für die Woche gebrauchen. Perfekt. Machen wir eine Liste, damit wir nichts vergessen. Hört sich gut an. Ich freue mich auf unseren Einkaufsbummel. Lektion 13. Shakespeares Einfluss. Heutzutage verwenden Schriftsteller in ihren eigenen Werken häufig Zitate aus Shakespeare-Stücken. Ja, seine Worte haben eine so zeitlose Qualität, die bei vielen Anklang findet. Absolut. Es ist faszinierend, wie aktuell seine Themen immer noch sind. Ich liebe es, wie seine Zitate auf moderne Situationen angewendet werden können. Genau. Sie verleihen dem zeitgenössischen Schreiben Tiefe und Reichtum. Haben Sie ein Lieblingszitat aus seinen Stücken? Ich tue. Sei dir selbst treu ist einer, der mich wirklich inspiriert. Das ist mächtig. Es fördert Authentizität und Ehrlichkeit. Lassen Sie uns irgendwann gemeinsam mehr seiner Werke erkunden. Lektion 14. Salatoptionen. Salate sind eine beliebte Wahl für gesunde Mahlzeiten. Klingt köstlich. Gibt es vegane Optionen? Ja, es gibt viele leckere vegane Salate zur Auswahl. Das ist großartig. Ich liebe Salate mit viel frischem Gemüse. Ich auch. Sie sind so bunt und voller Nährstoffe. Genau. Für etwas mehr Crunch füge ich auch gerne Nüsse oder Samen hinzu. Das sind tolle Ergänzungen.
Sie liefern auch gesunde Fette. Versuchen wir, zu Hause ein paar verschiedene Salate zuzubereiten. Das klingt nach einer lustigen Idee. Ich freue mich darauf, mit Aromen zu experimentieren. Lektion 15: Gemütliche Unterkünfte. Wir können uns ein gemütliches Bed and Breakfast im Stadtzentrum suchen. Das klingt herrlich. Ich liebe den Charme von B&Bs. Ja. Im Vergleich zu Hotels haben sie oft eine so persönliche Note. Ich stimme zu. Außerdem ist es schön, lokale Unternehmen zu unterstützen. Genau. Wir können auch jeden Morgen ein hausgemachtes Frühstück genießen. Das ist definitiv ein Vorteil. Ich liebe ein gutes Frühstück, um den Tag zu beginnen. Lassen Sie uns online nach einigen hochbewerteten Optionen suchen. Tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, die perfekte Unterkunft zu finden. Es wird unsere Reise noch angenehmer machen. Lektion 16: Kundenanziehung. Lassen Sie uns Rabatte anbieten, um mehr Kunden anzulocken. Gute Idee. Werbeaktionen können den Umsatz wirklich steigern. Auch unsere meistverkauften Produkte sollten wir prominent präsentieren. Ja. Das Hervorheben beliebter Artikel kann Aufmerksamkeit erregen. Ich denke, wir könnten auch soziale Medien nutzen, um die Nachricht zu verbreiten. Das ist eine tolle Strategie. Durch ansprechende Beiträge kann ein breiteres Publikum erreicht werden. Lassen Sie uns einige kreative Ideen für unsere Marketingkampagne sammeln. Absolut. Ich bin gespannt, wie wir mehr Kunden gewinnen können. Gemeinsam können wir uns tolle Aktionen ausdenken. Lektion 17: Im Verborgenen planen. Allerdings ist es eine ziemliche Herausforderung, alles zu planen, ohne dass Sie es wissen. Ja, es erfordert sorgfältige Überlegungen und Liebe zum Detail. Ich finde es faszinierend, Überraschungen zu bewältigen und gleichzeitig die Dinge geheim zu halten. Absolut. Es verleiht dem Planungsprozess ein spannendes Element. Aber wir müssen sicherstellen, dass an diesem Tag alles reibungslos verläuft. Ja, das ist entscheidend. Koordination ist der Schlüssel zu einer Überraschung. Ich denke, wir sollten einen Zeitplan erstellen, um den Überblick über die Aufgaben zu behalten. Tolle Idee. Eine Zeitleiste hilft uns, organisiert zu bleiben. Sorgen wir dafür, dass wir effektiv kommunizieren, ohne etwas zu verraten. Lektion 18: Anpassung an die Kultur. Standen Sie bei der Anpassung an diese kulturellen Unterschiede vor Herausforderungen? Ja, eine Herausforderung bestand darin, die örtlichen Bräuche und Etikette zu verstehen. Ich kann es mir vorstellen. Es ist wichtig, kulturelle Nuancen zu respektieren. Absolut. Manchmal ist das, was für den einen normal erscheint, für den anderen möglicherweise nicht normal. Genau. Ich musste viel durch Erfahrung lernen. Ebenfalls. Es ist ein Lernprozess, der Zeit braucht. Ich finde es toll, dass wir unsere Erfahrungen austauschen und uns gegenseitig unterstützen können. Ja. Das macht die Anpassung viel einfacher und angenehmer. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam die Kultur erforschen und etwas über sie lernen. Lektion 19: Spannende Empfehlungen. Ich habe einige wunderbare Empfehlungen für Sie.
Ich freue mich darauf, sie bald auszuprobieren. Was schlagen Sie vor? Ich denke, Ihnen wird das neue italienische Restaurant in der Innenstadt gefallen. Das hört sich köstlich an. Ich habe großartige Dinge über Ihre Pasta gehört. Ja, und Ihre Desserts sollen auch fantastisch sein. Ich kann es kaum erwarten, mich zu verwöhnen. Ich liebe es, neue Orte auszuprobieren. Sie werden auf jeden Fall ein fantastisches kulinarisches Erlebnis haben. Ich bin mir sicher, dass auch ich die Atmosphäre genießen werde. Lassen Sie uns einen gemeinsamen Ausflug planen, damit wir die Erfahrung teilen können. Lektion 20: Meeresfrüchte-Abenteuer. Meeresfrüchte? Ich bin dabei. Wann sollen wir gehen? Haben Sie bestimmte Termine im Sinn? Ich dachte, nächstes Wochenende könnte ideal sein. Das hört sich großartig an. Ich liebe frische Meeresfrüchte am Strand. Ja. Es wird eine wunderbare Art sein, den Tag zu verbringen. Schauen wir uns das Wetter an, um sicherzustellen, dass es schön ist. Gute Idee. Ein sonniger Tag würde es noch besser machen. Ich kann mir schon vorstellen, ein köstliches Meeresfrüchtefestmahl zu genießen. Ich auch. Lassen Sie uns die Pläne bald fertigstellen. Lektion 21: Erinnerungen statt Material. Im Herbst 1741 sah ich den ganzen Himmel vor mir und den großen Gott selbst. Das klingt tiefgründig. Es ist erstaunlich, wie sich bestimmte Erlebnisse so göttlich anfühlen können. Definitiv. Aber für mich geht es nicht darum, physische Gegenstände festzuhalten. Ich stimme voll und ganz zu. Am Ende sind Erinnerungen das, was wirklich zählt. Genau. Sie prägen uns und bleiben für immer bei uns. Ja, sie können geschätzt werden, ohne dass konkrete Erinnerungen erforderlich sind. Ich liebe es, dass Erfahrungen wertvoller sein können als Besitztümer. Absolut. Konzentrieren wir uns darauf, gemeinsam unvergessliche Momente zu schaffen. Ich bin gespannt, welche Abenteuer uns erwarten. Lektion 22: Projektzusammenarbeit. Ich denke, wir müssen einen soliden Plan finden, um unser Projekt voranzutreiben. Ich stimme voll und ganz zu. Zusammenarbeit wird der Schlüssel zur effizienten Erreichung unserer Ziele sein. Was wäre Ihrer Meinung nach der beste Weg, mit dem gemeinsamen Brainstorming von Ideen zu beginnen? Vielleicht könnten wir alle unsere 3 besten Ideen auflisten und dann diskutieren, wie sie zusammenpassen könnten. Das klingt nach einem tollen Ansatz. Die Kombination unserer Ideen könnte zu etwas Innovativem führen. Auf jeden Fall, und es wird uns helfen, unterschiedliche Perspektiven auf die Richtung des Projekts zu sehen. Wir sollten auch einen Zeitplan festlegen, um uns während des gesamten Prozesses zur Rechenschaft zu ziehen. Guter Punkt. Regelmäßige Check-ins helfen uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben und notwendige Anpassungen vorzunehmen. Ich bin gespannt, wie sich unsere Zusammenarbeit entwickeln und zum Erfolg führen wird. Lektion 23: Süße Getränke. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie beliebt süße Getränke geworden sind? Ja, viele Menschen genießen Getränke mit süßem Geschmack und nennen sie oft Pop. Es ist interessant, wie sich diese Getränke im Laufe der Jahre entwickelt haben. Sicher. Jede Marke bietet einzigartige Geschmacksrichtungen, die unterschiedliche Vorlieben ansprechen. Haben Sie ein Lieblingssüßgetränk? Ich mag fruchtige Geschmacksrichtungen sehr, besonders solche, bei denen verschiedene Früchte miteinander vermischt werden.
Die sind köstlich. Besonders an heißen Tagen können süße Getränke erfrischend sein. Genau. Sie verleihen jeder Zusammenkunft oder Feier einen Hauch von Freude. Es ist faszinierend, wie etwas so Einfaches Menschen zusammenbringen kann. Lektion 24: Strandpläne. Ich habe darüber nachgedacht, wäre es nicht toll, einen Tag am Strand zu verbringen? Das ist eine gute Idee. Der Strand ist perfekt zum Entspannen und Genießen der Sonne. Ich bringe Snacks mit, um uns während unseres Aufenthalts mit Energie zu versorgen. Perfekt. Welche Snacks möchten Sie mitbringen? Ich denke an frisches Obst und vielleicht ein paar Sandwiches. Klingt köstlich. Frisches Obst ist am Strand immer ein Hit. Wir sollten auch daran denken, ausreichend Wasser mitzubringen, um hydriert zu bleiben. Absolut. Es ist wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, insbesondere in der Sonne. Treffen wir uns früh am Strand, um auch den Sonnenaufgang zu genießen. Lektion 25: Kulinarische Experimente. Ich habe in letzter Zeit in der Küche experimentiert, es war eine lustige Herausforderung. Das klingt spannend. Gibt es einzigartige Zutaten, mit denen Sie gerne arbeiten? Ich habe kürzlich versucht, Safran in einem Gericht zu verwenden, und es hat einen so reichen Geschmack verliehen. Wow, Safran ist eine wunderschöne Zutat. Es muss Ihr Gericht zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. Das tat es. Ich liebe es, wie Experimente zu überraschenden Ergebnissen führen können. Definitiv. Kochen ist wie eine Kunstform, bei der Kreativität eine große Rolle spielt. Was ist mit dir? Haben Sie in letzter Zeit interessante Rezepte ausprobiert? Ich habe mit verschiedenen Gewürzen gespielt, um meine Mahlzeiten zu verfeinern. Es ist faszinierend zu sehen, wie sie alles verändern. Das ist eine großartige Möglichkeit, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Irgendwann sollten wir unsere Rezepte teilen. Lektion 26: Verschiedene Welten. Manchmal habe ich das Gefühl, wir leben in einer völlig anderen Welt. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist erstaunlich, wie weit uns die Technologie gebracht hat. Ja, die Fortschritte, die wir heute sehen, waren noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar. Und es ist nicht nur Technologie, kulturelle Veränderungen haben auch unsere Perspektiven verändert. Genau. Wir sind vernetzter als je zuvor, doch manchmal fühlt es sich überwältigend an. Das tut es. Aber ich glaube, es ist auch eine Chance für Wachstum und Verständnis. Absolut. Die Akzeptanz dieser Veränderungen kann zu aufregenden neuen Erfahrungen führen. Ich bin gespannt, wie sich zukünftige Generationen an diese sich entwickelnde Welt anpassen werden. Ich auch. Es ist faszinierend, über die Möglichkeiten nachzudenken, die vor uns liegen. Lektion 27: Umweltbedenken. Ist Ihnen aufgefallen, dass Regierungen immer motivierter werden, Wälder neu anzupflanzen? Ja, es ist eine entscheidende Reaktion auf die Tatsache, dass so viel alter Wald abgeholzt wurde. Es ist ermutigend zu sehen, dass Sie die Bedeutung der Erhaltung unserer Ökosysteme erkennen. Absolut. Wiederbepflanzungsbemühungen können zur Wiederherstellung von Lebensräumen und zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen. Es ist ein bedeutender Schritt, um einen gesünderen Planeten für zukünftige Generationen zu gewährleisten. Und es kann auch die Luftqualität verbessern, was allen zugutekommt. Genau.
Auch Gemeinden können eine Rolle spielen, indem sie lokale Wiederaufforstungsinitiativen unterstützen. Ja, beim Umweltschutz zählt jede noch so kleine Anstrengung. Gemeinsam können wir etwas bewirken und andere zum Mitmachen ermutigen. Lektion 28, Hochzeitstag. Heute ist so ein wunderschöner Tag, es fühlt sich besonders an in der Luft. Ja, das ist es wirklich. Ich kann nicht glauben, dass Susanne endlich ihr weißes Hochzeitskleid anzieht. Sie sieht umwerfend aus. Das Kleid steht ihr perfekt. Das tut es wirklich. Die Art und Weise, wie es fließt, ist einfach magisch. Ich kann sehen, wie aufgeregt sie ist, ihr Lächeln sagt alles. Absolut. Dieser Tag markiert ein neues Kapitel in ihrem Leben. Ich liebe es, wie Hochzeiten alle zusammenbringen, um die Liebe zu feiern. Ja, es ist eine schöne Erinnerung an die Bindungen, die wir miteinander teilen. Lasst uns diese Momente wertschätzen und sie auf ihrem Weg unterstützen. Lektion 29, Roadtrip-Planung. Wohin sollen wir diesen Sommer unseren Roadtrip machen? Wie wäre es mit einer Erkundung der Küste? Es ist immer so erfrischend, in der Nähe des Ozeans zu sein. Das klingt perfekt. Die Aussicht ist atemberaubend und es gibt so viel zu tun. Genau. Wir konnten an verschiedenen Stränden Halt machen und ein Sonnenbad genießen. Und vielleicht können wir unterwegs ein paar lokale Meeresfrüchte probieren. Ja, das wäre ein köstliches Abenteuer. Frische Meeresfrüchte sind die besten. Lassen Sie uns unsere Route planen und eine Liste aller Orte erstellen, die wir besuchen möchten. Tolle Idee. Ich bin schon gespannt auf all die schönen Sehenswürdigkeiten, die wir sehen werden. Es wird eine unvergessliche Reise voller Spaß und Lachen sein. Lektion 30, Fehler überwinden. Ich habe darüber nachgedacht, dass wir unsere Fehler nicht aus eigenem Antrieb überwinden konnten. Ja, es ist hart, aber das zu erkennen ist der erste Schritt in Richtung Wachstum. Ich stimme zu. Manchmal brauchen wir die Unterstützung anderer, um voranzukommen. Definitiv. Das Durchsprechen der Dinge kann Klarheit und Perspektive schaffen. Es ist wichtig, aus unseren Erfahrungen zu lernen, aber wir müssen es nicht alleine tun. Genau. Der Aufbau eines Unterstützungssystems kann auf unseren Reisen einen großen Unterschied machen. Wir sollten uns gegenseitig ermutigen, weiterhin Herausforderungen zu meistern. Ja, und feiern Sie unsere Fortschritte, egal wie klein sie sind. Gemeinsam können wir die Kraft finden, alles zu überwinden. Lektion 31, ideale Reisezeiten. Ich denke, die beste Reisezeit ist der Frühling oder Herbst. Ich stimme zu. Das Wetter ist normalerweise angenehm und macht das Erkunden angenehm. Außerdem ist der Touristenandrang in dieser Jahreszeit geringer. Absolut. Es ist schön, der Hektik der Touristenhochzeiten zu entgehen. Ich liebe es, mir Zeit nehmen zu können und die Sehenswürdigkeiten zu genießen, ohne mich gehetzt zu fühlen. Ja. Es ermöglicht insgesamt ein entspannteres Erlebnis. Beginnen wir mit der Planung unserer Reise für eine dieser Jahreszeiten. Tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, die wunderschönen Landschaften zu sehen. Ich freue mich darauf, gemeinsam wundervolle Erinnerungen zu schaffen. Lektion 32, Individualität.
Ich finde es faszinierend, dass keine zwei Menschen auf der Welt genau gleich sind. Ja, jeder hat seine eigenen einzigartigen Gedanken und Erfahrungen. Es macht Gespräche wirklich interessant, nicht wahr? Absolut. Unterschiedliche Perspektiven können zu einem tieferen Verständnis führen. Ich liebe es zu hören, wie andere Menschen die Welt sehen. Ich auch. Es hilft, unsere eigenen Standpunkte in Frage zu stellen. Genau. Wir können so viel voneinander lernen. Lassen Sie uns weiterhin unsere Ideen austauschen und voneinander lernen. Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse wir gemeinsam gewinnen werden. Lektion 33: Wirtschaftswachstum. In den 60er Jahren erreichten die westlichen Länder ein hohes Wirtschaftswachstum. Ja, es war eine Zeit bedeutender Veränderungen und Entwicklungen. Der Nachkriegsboom hat viele Branchen wirklich verändert. Absolut. Es führte zu Innovationen, die moderne Volkswirtschaften prägten. Ich finde es faszinierend, wie diese Ära die Voraussetzungen für den heutigen Markt geschaffen hat. Ja, die damals gelegten Grundlagen prägen uns noch heute. Es ist interessant zu sehen, wie sich die Geschichte in mancher Hinsicht wiederholt. Definitiv. Aus der Vergangenheit zu lernen hilft uns, die Zukunft zu meistern. Lassen Sie uns mehr über die Auswirkungen dieser Ära auf aktuelle Trends diskutieren. Lektion 34: Visa-Vorsichtsmaßnahmen. Es ist sicherer, zu warten, bis Sie das Visum erhalten, um Komplikationen zu vermeiden. Ich stimme voll und ganz zu. In solchen Situationen ist es besser, vorsichtig zu sein. Ja, Eile kann zu unnötigem Stress und Problemen führen. Genau. Es ist wichtig, dass vor der Reise alles geklärt ist. Ich möchte lieber geduldig sein, als mich in letzter Minute noch mit Problemen herumschlagen zu müssen. Das ist ein kluger Ansatz. Eine vorausschauende Planung sorgt für eine reibungslosere Reise. Behalten wir den Visumprozess im Auge und bleiben wir auf dem Laufenden. Definitiv. Ich freue mich auf die Reise, sobald alles bestätigt ist. Auf eine erfolgreiche und stressfreie Reise. Lektion 35: Urlaubsplanung. Hey! Ich dachte darüber nach, bald einen Urlaub zu planen. Das klingt spannend. Irgendwelche Vorschläge, wohin man gehen soll? Ich denke über ein Strandziel nach, vielleicht an einen warmen Ort. Das wäre herrlich. Entspannen am Meer klingt perfekt. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Haben Sie darüber nachgedacht, wie lange Sie bleiben möchten? Ich dachte an eine Woche, gerade genug Zeit zum Erkunden. Das klingt ideal. Sie haben genügend Zeit, alles zu genießen. Beginnen wir gemeinsam mit der Suche nach tollen Strandplätzen. Lektion 36: Sprachen lernen. Warum können kleine Kinder so schnell und einfach eine zweite Sprache lernen? Es ist ziemlich interessant, wie Ihr Gehirn während Ihrer prägenden Jahre für den Spracherwerb programmiert ist. Ja, sie sind oft anpassungsfähiger und offener für neue Klänge und Strukturen, was das Lernen erleichtert. Genau. Kinder haben weniger Angst vor Fehlern und können daher bedenkenlos üben. Absolut. Ihre natürliche Neugier treibt sie dazu, neue Sprachen zu erforschen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und immersive Umgebungen,
wie zum Beispiel die Umgebung von Sprechern der Sprache, können Ihr Lernen erheblich verbessern. Ja, es ist bemerkenswert, wie erfahrungsbasiertes Lernen in jungen Jahren so effektiv sein kann.